Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Sightmark das Mini-Shot Aceback M3 Reflex-Sight. Bevor wir euch das Sightmark Visier hier vorstellen, das neue Mikrovisier, möchte ich gerne einmal kurz auf den YouTube-Kanal von Wilson Combat verweisen. Der hat nämlich tatsächlich vor kurzem ein interessantes Video rausgebracht mit dem Canon Hackathon. Da ging es im Endeffekt darum, ob Rotpunktvisiere auf Kurzwaffen nur ein Trend sind, der vielleicht nur mal jetzt gerade ist, oder ob sich das durchsetzen wird. Er hat da ein paar sehr interessante Ansätze, ist leider nur komplett in Englisch, aber ist auf jeden Fall, wer der Sprache mächtig ist, eine Anschauung wert. Da geht es nämlich tatsächlich auch darum, was die Vor- und was die Nachteile sind von einem Rotpunktvisier. Das bringt uns nämlich jetzt wieder hier genau auf diese Geschichte, denn wir haben natürlich, sagen wir mal, eine normale Waffe in der normalen Größe, wie die Glock 17, hier übrigens Airsoft, da braucht man keine Sicherheitsüberprüfung machen, die passt. Und hier haben wir eine Glock 43X, die ist safe und da haben wir das neue Sightmark drauf. Interessant ist nämlich, was der Ken sagt, der sagt, Kimmo und Korn schießt er schon sein Leben lang, logischerweise, und Rotpunktvisiere hat er auch einige im Einsatz, aber erst seit relativ kurzer Zeit schießt er halt mit Rotpunktvisier oder schon auch ein paar Jährchen, aber weniger natürlich als mit Kimmo und Korn. Und er sagt, für was Pistolen gemacht sind und speziell auch jetzt hier subkompakte Pistolen im Nahbereich, braucht man eigentlich kein Rotpunktvisier. Er sagt, Kimmo und Korn bis 10 Meter, alles super. Wo die Rotpunktvisiere wirklich ins Spiel kommen und wo sie einen wirklichen Vorteil bringen, ist auf größere Distanzen. Und das wiederum finde ich oder finden wir persönlich jetzt für die Geschichte mit den subkompakten Pistolen sehr interessant. Gerade wenn man jetzt auch mal den Vorfall nimmt in den USA, wo der Responder auf 40 Yard mit einer Pistole, wir wissen jetzt nur, dass es eine Glock war, aber nicht, ob das jetzt eine Subkompakt war oder nicht, aber auf 40 Yard auf den Schützen, auf den Amokläufer geschossen hat und ihn damit zur Strecke gebracht hat. Und das wäre natürlich was, wo ein Rotpunktvisier auf jeden Fall hilft. Aber so viel erstmal nur eine kleine Exkursion vorab. Bevor wir uns dem Aceback M3 widmen, gucken wir uns einmal das Zubehör an. Die Optik kommt hier einmal mit einem Putztuch, Bedienungsanleitung, einer Abdeckung. Die wird auch benötigt, um das Gerät auszuschalten. Da erzähle ich gleich was zu. Werkzeug einmal zum Einstellen, einmal zum Montieren. Dann nochmal eine kleine Einstellhilfe, dazu erzähle ich auch gleich was. Und dann haben wir hier noch eine Picatinny-Mount, wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt die Optik oder ihr wollt die Optik nicht auf einer Pistole einsetzen, sondern ihr wollt sie auf einer Langwaffe einsetzen. Auch dazu gleich noch ein paar Worte. Die Montage an sich gestaltet sich extrem einfach. Ihr habt hier ein Werkzeug, damit könnt ihr hier 2 Schrauben lösen oder beziehungsweise einstecken, je nachdem, was ihr gerade macht. Ich baue es jetzt gerade runter. Und das ist auch schon alles, was ihr im Endeffekt braucht. Durch das verwendete Footprint, was jetzt hier auch gerade bei der Glock 43X gut passt, das ist ein RMSC-Footprint von Shield, habe ich hier bei der Optik auch. Das heißt, alles, was ich brauche, ist hier die Unterlegematte, die ist auch mit dabei, ist eine kleine Gummimatte, die einmal natürlich hilft, die Wasserdichtigkeit bzw. die Batterie hier ein bisschen zu schützen und nochmal einen kleinen Puffer zu schaffen. Batterie wird von unten eingesetzt. Da könnte man jetzt sagen, das ist ein negativer Punkt. Sage ich auch in der Regel, weil ich muss natürlich die Optik demontieren, um an die Batterie zu kommen. Ist aber hier in der Sache hier vernachlässigbar. Zum einen, weil die Batterie eine Lebensdauer von 100.000 Stunden hat im Idealfall, minimal 500 Stunden. Wir haben hier eine CR2032 Batterie. Und der zweite Vorteil hier noch ist durch das Einsetzen der Batterie auf der Unterseite, wir haben natürlich eine extrem flache Aufbauweise. Und da kommen wir nämlich jetzt auch gleich zu einem Punkt, wo sich noch ein dritter Vorteil ergibt oder beziehungsweise man vernachlässigen kann, dass die Optik demontiert werden muss, wenn die Batterie getauscht wird. Dadurch, dass die Optik so flach aufbaut, kann ich hier mit Kimmo und Korn Co-Witness schießen. Das Schöne ist jetzt hierbei, ich brauche zum einen keine höheren Sights mehr kaufen, wenn ich hier Co-Witness machen will, also Rotpunkt und Kimmo und Korn in eine Linie bringen, sondern ich kann die Standard-Sights nutzen, die auf meiner Waffe schon drauf sind.
Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist natürlich, wenn ich es jetzt runterbaue, habe ich Kimme und Korn, sind ja nach wie vor eingeschossen. Das heißt, ich kann meinen Rotpunkt wieder auf Kimme und Korn einstellen. Und so hat man sehr, sehr schnell die Optik wieder genullt, wenn ich sie mal demontiert habe, um an die Batterie ranzukommen. Nochmal ein Punkt zur Kimme. Hier haben wir auch auf der Optik nochmal eine kleine angedeutete Kimme. Das heißt, ihr bräuchtet nicht mal die Kimme eurer Standardwaffe. Wir haben es jetzt hier mal drauf gelassen, einfach weil es ein bisschen schicker aussieht und weil das Ganze auch nochmal hilft dann bei der Visierung. Die Visierung an sich ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, wenn ich so eine flache Optik habe und Kimme und Kornschießen gewohnt bin. Ist das mit diesem Rotpunkt hier eigentlich überhaupt keine Umstellung, weil man automatisch auf Kimme und Korn geht und dann schon direkt den Punkt hat, weil der einfach oben aufsitzt. Man hat quasi das Gefühl, was man von Kimme und Korn, vom Visierbildaufbau schon kennt und muss dann einfach nur noch nach dem roten Punkt gucken und der springt sowieso ins Auge, weil er hell leuchtet. Stichpunkt Leuchten. Hier hat man jetzt vielleicht sich schon gefragt, wo sind denn die Knöpfe, um die Helligkeit einstellen zu können. Die gibt es hier nicht. Das Sight hat eine automatische Helligkeitsregelung, die auch hervorragend funktioniert. Das heißt, wenn ich in einem dunklen Raum bin, dann wird die Beleuchtung natürlich auch automatisch ein bisschen dunkler. Bin ich in einem hellen Raum, habe ich eine helle Beleuchtung. Das kann man hier auch immer schön mit der Hand oben drüber simulieren. Also die ist wirklich extrem schnell und wirksam. Und genauso schalte ich es auch aus, weil wir haben auch keinen Ein- und Ausschalter. Dazu habe ich die Haube, die setze ich oben drauf und damit ist die Optik ausgeschaltet. Wenn ich denn jetzt die Einstellung vornehmen will, für Höhen- und Seitenverstellung. Dazu habe ich hier mein Werkzeug, kann ich das einmal von oben und von der Seite machen. Und da die Optik so klein ist, hat man hier auch keine fühlbare Rastung mit eingebaut, sondern man hat hier eine stufenlose Verstellung, die man nicht spürt quasi. Und als kleine Hilfe dafür hat man hier diese Verstellplatte mit dabei. Das heißt, ich gehe einfach her, setze hier meinen Imbus da durch, setze dann das Werkzeug oben auf. Und dann kann ich hier im Endeffekt die L-Form des Werkzeugs nutzen, um zu sehen, wie viel Verstellbereich hier ich jetzt nutze gerade aktuell. Einmal kurz die Specs für euch. Wir haben hier eine Optik, die gerade mal 4 cm in der Länge misst und von der Breite her fast saugend abschließt mit der G43. Also wirklich eine perfekte kleine Optik. Wir haben ein Linsenfenster von 20 x 16 mm, also auch das ist groß genug für diese Waffe, um da durchzuschauen. Einen schönen schmalen Rand, der einen nicht behindert beim Durchgucken. Also man hat den Rotpunkt schön freistehend und der Rotpunkt selbst hat eine Größe von 3 MOA. Das ist unserer Meinung nach auch genau richtig. Nicht zu klein wie für Präzisionspistolen und auch nicht zu groß, um zu viel vom Ziel zu verdecken. Also mit 3 MOA seid ihr genau eigentlich in der Mitte, um vernünftig mit dieser Pistole arbeiten oder beziehungsweise mit dieser Optik und der Pistole arbeiten zu können. Und kommt. Auch wenn das Ace Black M3 extrem viel Freude auf der Kurzwaffe macht, ist es natürlich nicht nur dafür ideal, sondern natürlich auch für Langwaffen bzw. kleine Langwaffen oder eben Langwaffen mit einer großen Optik noch on top. Man könnte das zum Beispiel jetzt hervorragend einsetzen auf einem System wie Norlight oder irgendwelche Carbine-Karabiner, wo ich einfach sage, ich habe jetzt hier ein relativ kompaktes System in einem kleinen Kaliber und kann damit dann arbeiten, habe dann da auch natürlich lieber eine kleinere Visierung drauf als ein großes, fettes Rotpunktvisier. Dann kann ich mit so einem Visier arbeiten. Oder aber ich sage, ich habe ein Scharfschützengewehr oder ein Präzisionsgewehr oder eben auch was Dynamisches für IPSC mit einer Vergrößerung von 1 bis 6, 1 bis 8 und möchte aber trotzdem nochmal die Möglichkeit haben, schnell, wenn ich auf 8-fach bin, auf die kurze Distanz zu wechseln. Und da kann ich dann zum Beispiel auf einer 45-Grad-Montage nochmal hier wunderbar dieses Sight montieren. Dazu ist ja auch die Picatinny-Montage direkt mit dabei.
und kann das dann auf 45 Grad mit dem Adapter montieren, um dann eben schnell von Scope auf diese Visierung zu wechseln. Wir haben das seit jetzt einige Zeit getestet auf der Glock 43X. Es ist schusssicher bis Kaliber 3,57, von daher ist hier auf der 9 mm, hat sich wahrscheinlich zu Tode gelangweilt. Hat aber extrem viel Spaß gemacht, müssen wir sagen. Also gerade hier auf dieser subkompakten Waffe nochmal ein Rotpunktvisier zu haben, das hat nochmal einiges rausgeholt. Gerade hier auch bei dem kurzen Lauf, da sind wir wieder beim Thema vom Anfang. Weitere Distanzen oder eben halt auch ein kürzerer Lauf kann man dann mit sowas entsprechend auch kompensieren. Das Mini-Shot Aceback M3 bekommt ihr überall dort, wo man Produkte von Sightmark kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Extrem geiles Sight unserer Meinung nach und zu einem unschlagbaren Preis. Ja, was ihr davon haltet, schreibt ihr uns in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.